Hallo und herzlich willkommen zur 51. Folge von Fräulein Maja empfiehlt. In der heutigen Folge soll es um Katzenrassen gehen. Welche sind die beliebtesten, welche Eigenschaften zeichnen sie aus und für wen ist welche Katzenrasse geeignet? Aber bevor wir in die heutige Folge starten, möchten wir uns bei unseren Zuschauern, Fans und Abonnenten bedanken. Dafür, dass wir die 1000 Abonnenten-Marke geknackt haben. Mit einem derartigen Interesse hätten wir vor knapp einem Jahr, als wir anfingen, nicht gerechnet. Eure zahlreichen Kommentare mit Anregungen, Kritik und Videowünschen geben uns die Motivation weiterzumachen. Vielen Dank dafür. Wenn ihr wollt, schreibt uns doch mal eine Mail, was ihr so sehen wollt. Und um künftig kein Video mehr zu verpassen, abonniert doch kostenlos unseren Kanal. So, und jetzt geht es los. Die Grundlagen. In der Familie der echten Katzen gibt es 3 Gruppen. Die Kleinkatzen wie Hauskatze, Puma oder Luchs bilden Gruppe 1. In der zweiten Gruppe, der Großkatzen, finden wir Löwen, Tiger oder den Jaguar. Die Geparde bilden die dritte eigenständige Gruppe. Doch uns geht es im Weiteren immer um die Kleinkatzen, auch wenn manche von ihnen gar nicht so klein sind, aber das seht ihr noch. Wann ist eine Samtpfote eine Rassekatze? Immer dann, wenn sie nach den Bestimmungen und Standards eines Katzenverbandes gezüchtet wurde, handelt es sich um eine Rassekatze. Sie hat immer einen Stammbaum mit Ahnentafel, der zwischen 4 und 5 Generationen zurückreicht. Die Kriterien können sich ändern und damit auch immer neue Rassen ermöglichen. Es gibt Kurzhaar, Halblanghaar und Langhaarkatzen. Wann begann die Rassekatzenzucht? Exakt belegt ist der Beginn nicht. Man weiß allerdings, dass Angora- und Siamkatzen bereits vor einigen tausend Jahren als Hauskatzen gehalten und auf Schönheit gezüchtet wurden. 1871 fand die erste Rassekatzenschau in London statt, in der eine Perserkatze als schönste gewann. Die erste deutsche Rassekatzenschau fand übrigens 1897 in München statt. Was damals noch ein Privileg der Reichen und Schönen war, ist heute auch für Normalsterbliche erschwinglich, sich eine Rassekatze zu halten. Exklusive und teure Neuzüchtungen gibt es aber auch heute, wie beispielsweise die Aschera. Benannt nach einer Fruchtbarkeitsgöttin ist sie mit 15.000 bis 50.000 Euro die derzeit teuerste Katzenrasse weltweit. Nicht nur der Preis ist enorm, sondern auch ihr mit durchschnittlich 14 Kilogramm beeindruckendes Erscheinungsbild, welches an einen jungen Leoparden erinnert. Doch wie viele Katzenrassen sind es denn nun genau? Die felinologischen Dachverbände erkennen derzeit, Stand April 2017, 40 Katzenrassen an. Bei der Recherche haben wir allerdings auch Aufstellungen von 97 benannten und bebilderten Katzenrassen gefunden. Die Quellen sind wie immer in der Beschreibung. Die Auswahl an verschiedenen Katzenrassen ist also groß. Man hat die Qual der Wahl. Doch mit der folgenden Einteilung der beliebtesten Katzenrassen und ihrer Eigenschaften fällt sie euch mit Sicherheit leichter. Und deshalb kommen wir jetzt zu den 10 beliebtesten Katzenrassen und welche Katzenrasse zu wem passt. Die Beliebtheit und die genannten Rasseeigenschaften wurden vom kompetenten vierköpfigen Team von animals-digital.de durch die aufwendige und regelmäßige Internetrecherche ermittelt, da hierfür exakte statistische Zahlen fehlen. Geht man allein nach der Häufigkeit, hat keine Rassekatze eine Chance, denn die normale Hauskatze ist mit Abstand die Nummer 1. Platz Nummer 10. Auf dem 10. Platz der Beliebtheit tummeln sich die in Deutschland am häufigsten vorkommenden Katzen, die Hauskatzen. Es gibt sie von klein bis groß, von einfarbig bis bunt. Dadurch, dass sie meist nicht gezielt gezüchtet werden, sind sie mit ihrem bunten Mix immer Unikate. Und so verschieden ihr Äußeres ist, so verschieden sind auch ihre Charakterzüge. Freiheitsliebend, anhänglich, verschmust, aber auch launisch können sie sein. Der mittlere Bewegungsdrang und die einfache Haltung machen den Pflegeaufwand recht überschaubar. Mit dem Freilauf als Haltungsform kommt man dem Miniaturtiger sehr entgegen. Bei Wohnungshaltung sind regelmäßige Spieleinheiten und ein Katzenkamerad wichtig, um dem sozialen Kleinraubtier die notwendige Interaktion zu ermöglichen. Die Reinzuchtform ist die europäische Kurzhaar. Die Anschaffungskosten für eine Hauskatze sind ca. 100 Euro.
Platz 9. Die Perserkatze kommt gleich nach den Hauskatzen auf Platz 9. Die mit 7 Kilogramm recht große Katze ist ruhig, sanftmütig, freundlich und verschmust. Der niedrige Bewegungsdrang kann aber nicht über den recht hohen Pflegeaufwand hinwegtäuschen. Sie sieht dem Treiben auf der Straße lieber vom Fenster aus zu und ist daher für die Wohnungshaltung bestens geeignet. Das lange Fellkleid benötigt regelmäßige Zuwendung, um einem Verfilzen entgegenzuwirken. Eine Heizungsauflage und eine Kuschelhöhle sind in Perserkatzenaugen eine völlig ausreichende Wohnungsausstattung. Für 400 bis 800 Euro kann eine Perserkatze erstanden werden. Platz Nummer 8. Der 8. Platz geht an die heilige Birma. Diese schöne Züchtung erbt als goldene Mitte zwischen Siam und Perser die Zeichnung und die blauen Augen der Siamkatze und den gedrungenen Körper mit den stämmigen Beinen der Perserkatze. Sie hat halblanges Fell, welches aber aufgrund der fehlenden Unterwolle nicht zum Verfilzen neigt, ist menschenbezogen, ruhig, sanftmütig, neugierig und gesellig. Der Bewegungsdrang und der Pflegeaufwand liegen ebenfalls in der goldenen Mitte. Sie eignen sich sehr gut als Familienkatzen und erheben aufgrund ihrer Sanftmut nie die Tatze gegen ihre Menschen. Auch mit Hunden und auch Hauskatzen kommen sie gut zurecht. Bei ausreichend Kletter- und Spieleinheiten ist eine reine Wohnungshaltung gut möglich. Sie brauchen aber immer Gesellschaft und sind daher völlig ungeeignet als Einzelkatze für Berufstätige. Für ca. 500 bis 800 Euro kann man Besitzer einer heiligen Birma werden. Platz 7. Die Ragdoll, zu Deutsch Stoff- oder Lumpenpuppe, kommt auf den 7. Platz. Wenn man diesen sanften Halblanghaarriesen hochhebt, hängen sie meist wie eine Lumpenpuppe in den Armen ihrer Besitzer. Dies geht nicht wie früher vermutet auf mangelndes Schmerzempfinden zurück, sondern auf das große Vertrauen der Ragdolls gegenüber Menschen und das macht sie zur idealen Familienkatze. Die bis 10 Kilogramm schwer werdenden recht großen Katzen sind sanftmütig, sehr menschenbezogen, gesellig, neugierig und ausgeglichen. Bewegungsdrang und Pflegeaufwand finden sich im mittleren Bereich. Sie vertragen sich mit Katzen und katzenfreundlichen Hunden. Sie liebt ausgiebige Spieleinheiten, in deren Mittelpunkt sie sehr gern steht, weiß aber, wo ihre Grenzen liegen. Vor einer verwüsteten Wohnung muss man bei Ragdolls keine Angst haben. Solange sie ausreichend Gesellschaft und Aufmerksamkeit haben, sind sie auch in reiner Wohnungshaltung glücklich. Da sie unbekümmert auch vor Fremden keine Scheu zeigen, sollte man dies beim Freigang bedenken. Ein Katzengehege oder ein gesicherter Balkon schützen vor falschen Katzenfreunden. Mit ca. 600 bis 1000 Euro muss man bei dieser Rasse rechnen. Platz 6. Diese Katzenrasse ist nichts für Anfänger. Platz 6 gebührt den Savannah-Katzen. Als Kreuzung aus Rassekatze und einer Wildkatze, dem Serval, entstand die größte Katzenrasse der Welt mit 1,20 Meter Länge, 45 cm Schulterhöhe, dem Äußeren einer Wildkatze und den Charakterzügen einer Rassekatze. Die erste Generation nach der Kreuzung ist nicht für die Wohnungshaltung und auch nicht für den reinen Freilauf geeignet, aufgrund des extrem hohen Jagdtriebes und der Abneigung gegen Katzenklos. Die lernwillige Savannah läuft aber auch gut an Geschirren, was dem Bewegungsdrang zugutekommt. Der Pflegeaufwand ist eher gering. Dennoch sollte man ein entsprechendes Gehege sein eigen nennen, um diesen Riesen artgerecht halten zu können. Mit einer ebenso temperamentvollen Katze, mit Hunden oder Kindern versteht sich die Savannah sehr gut. Mit 1000 bis 5000 Euro ist man dabei. Und weil es so viel auf einmal war, machen wir mit den restlichen 5 Siegerrassen beim nächsten Mal weiter. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt doch bitte einen Daumen hoch und teilt uns. Im Rätsel vom letzten Mal suchte Maja übrigens den Hunger. Ihr habt wie immer fleißig und vor allem richtig gerätselt. Mal sehen, ob ihr auch dieses Mal auf die richtige Lösung kommt. Will man vieles von mir haben, muss man mich erst begraben. Wenn ihr die Lösung wisst, dann schreibt sie bitte wie immer in die Kommentare. Genauso wie Anregungen oder Videowünsche. Die könnt ihr uns auch mailen. Hat es euch gefallen? Dann abonniert doch kostenlos unseren Kanal und gebt Maja ein auf die Glocke. Bis zum nächsten Mal.